Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück bei Wytchwood. Wir sind hier unterwegs und versuchen den Wolf zu verarschen. Und zwar mit Hilfe dieser Puppe. Oh, guck mal, wie schön ich hier laufe. Oh, ich laufe und laufe und laufe. Ich bin so schön. Oh nein. Walk the puppet to the wolf. Hallo, ich verfolge dich. Puppet, you guide the puppet on its invisible strings and bump it into the wolf. Well, 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 look who's come back. I knew you couldn't hide from me forever. You contort the puppet in the flirtatious twist and blow a kiss from the doll's snitched lips. What do you say, you and me get out of the stinging tavern, eh? I'll take you up to my place, let you simmer in the moonlight. You do your best to make the puppet flutter its eyelashes seductively, but the lids get stuck halfway. Thankfully, the wolf is paying too much attention to his hunger to notice. Don't be shy now, I'll show you the night of your life. It'd be a real treat, I promise. The wolf caresses the doll's burlap cheek with a clawed finger, grinning from ear to ear. The puppet returns his affection with a vacant, button-eyed stare. I've just got to get a few things prepared. Meet me at my cabin in the dark wood, just north of the swamp. It's a very dangerous road, so don't think about running off. But don't worry, I'll be watching you every step of the way. You know, to make sure you are safe. He licks his chops enthusiastically. Lashing his bushy tail back and forth, the wolf struts out of the tavern as if he had won 1,000 gold coins. You pilot the doll back to the storeroom, and it collapses into a bundle at your feet, ready for its next assignment. You did it! The wolf is finally out of my hair. Thank you so much. Maybe now I can finally get some work done around here. But I didn't hear a gunshot from our brave huntsman. I best go see if his ambush went away. Take care, my dear. Don't let the dogs keep you down. Speak to the huntsman. Hat die Pussy sich etwa verzogen? The young hunter is practically shaking his boots when you find him outside the tavern. I couldn't do it. I brought that wolf right to you and you chickened out? What kind of hunter are you? Did you see him? He's huge and hairy. He gave one look at my little blunderbuss and howled with laughter. How am I even supposed to scratch that monster with this puny pop gun? Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Sounds like you need some better ammo. As I recall, wolves have a particular distaste for silver. By Abraham's beard, you're right. What I need is a silver bullet. Oh nein. Okay. Wie kriege ich eine Silver Bullet? Moonlight's Globe. Glitterbomb. Kann ich machen, okay. Melting Pot. Cinderbox. Kann ich machen. Sehr gut. Puzzlebox. Kann ich machen. Wow, ich kann alles craften. Ich bin überrascht. Und zwar positiv. So, habe ich jetzt alles? Ne, ich brauche das Ding noch. Dafür brauche ich die Glitterbomb. Jetzt kann ich das hier machen. Und ich kann das hier machen. Cool! Ich bin begeistert, dass ich jetzt wirklich mal alles dabei habe. By Abraham's beard, you're right. Eine Silver Bullet da. This is perfect. That wolf won't know what hit him. I'll meet you at the Darkwood and we'll put an end to his terror once and for all. With bullet and blunderbuss in hand, the huntsman jogs off down the road towards the swamp. I sure hope he finds a prairie along the way, or it won't matter what sort of slugs he's slinging. Perfekt. Travel to the Darkwood north of the swamp. Ich will allerdings vorher beim Market vorbeischauen wollen, weil oberhalb des Market ist ja die Schweinefarm und da kann ich dann das mit den Hüten machen und dementsprechend das Teil voranbringen. Also wir haben jetzt so ein bisschen 2 Subplots parallel am Laufen hier. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Ich bin auf dem Weg, dir zu helfen.
So, weil jetzt kann ich hier hinten diese Schuhgeschichte machen. Oh, da war noch... Nein, ich glaube, ich habe auch den anderen Trank, weil ich habe dieses Fischding geholt dafür. Ich glaube, ich habe alles. Nicht, dass ich mich jetzt irre. So, also. Elfenschuhe. You put down the minuscule slippers. These won't be big enough for anybody. Workers ignore you and continue fighting. Growth potion. You drop the cork on a growth potion. You sprinkle a couple of carefully measured drops of the growth potion onto the tiny shoes. They make a sound like popcorn and burst into a size much more accommodating to a human foot. The bickering workers look over the source of the noise and their eyes go wide. Hey, look! Are those new shoes? Dropping the old boot in the mud, they rush over to try on the new footwear. Check it out, they got jangly bells on the toes. Dankeschön. Damit haben wir das. Und was war jetzt hier nochmal? Was? Overflowing. Purification Water. Das hatte ich aber gemacht, oder? Jawohl, das hatte ich gemacht. Clear. You sort through the collection of objects you've acquired, a silver tooth, a human bone, and a chewed boot. I'm not sure what happened to us in this horrible place, but I've got a suspicion that old beggar may have lost more than just his memories here. I better go see him. He'll be missing his boot at the very last. Or very least. So, wir bekommen noch einen Zahn. That's odd. I doubt any of the pigs around here have had much dental work done. You sort through the collection of objectives you have acquired. A silver tooth, a human bone, a chewed boot. Okay, das haben wir jetzt auch noch hier geklärt. Perfekt. Dann werden wir jetzt erstmal dem armen Bettler helfen, dem Bettelsmann. Und vorher brauchen wir gar nicht zu dem Wolf gehen. Weil ich nehme an, dass wir noch mehr brauchen jetzt für die Schweinefarm. Ah, you've returned. Did you have any luck finding my... what did I lost again? You placed the collected remains in front of the man. Do any of these look familiar to you? Oh, that's my favorite boot. I was wondering where that got off. But what are these? The man runs his finger over the bone and the silver tooth with creeping realization crossing his face. His skin begins to take on an ephemeral pallor. Keine Ahnung. Ist ein Geist. Am I dead? It would certainly appear that way. Don't feel too bad. These sort of things have a way of sneaking up on us. But I remember now, I was up at a hog farm, but I was too old, too weak to work. The sisters, they said I was useless. They threw me in the feed throw. And then all those hungry pigs... Oh no. How could they do this to me? All my life, I was starving. I had to beg for table scraps. And then they fed me to these pigs. I'm very sorry things ended this way. We ought to hold a feast to honor your life properly. A feast? I've never had a feast. Where would we got the food? And who would come? Everyone I know is slaving away for this horrible sauce. You cast a glance at the nearby communal cooking pit. I think I have a solution to both of those problems. Don't you worry, I'll make sure you have a meal to remember. Okay, was wollen Sie jetzt von mir in der Geschichte haben? Investigate the cooking pit in the market. Da. This pit has seen its fair share of community cookouts. Though it isn't the best shape, it will be enough for what you have in mind. Now then, what should be to the menu? Ich nehme an, die Schweine. You clap your hands together hungrily. I think pork would be most appropriate. First, I have to fashion the proper container. A feast need to be flesh and blood, if the spirit is hungry. Porcine... Oh, okay. Nee, nicht Gold Perch. Das da. Dough. Dough kann ich machen. Habe ich alles, sehr gut. Die kann ich auch machen. 1, 2, 3, 4. Tja, bei dir könnte es schwierig werden. Oh, wobei... Ha! Kann ich auch machen. Es ist so gut, dass ich die ganze Zeit alles gehortet habe.
Und jetzt im Prinzip alles habe, was ich brauche. Vorerst. Es wird wieder ein Moment kommen, wo ich nicht alles habe. Da bin ich mir sicher, aber egal. So. Ja, wir haben den Container. You set a tiny false creature amongst the ashes of the cooking pit. It wriggles and squeals with impotent hunger. Now, to fatten up this little piggy, I start with the smallest pig sister, but I need to collect something special to bind her spirit. Small Pigs Switch. Wieder was Neues. Small Pigs Switch. Small Pigs Switch. Ich sehe hier ehrlich gesagt nicht das, was ich dafür brauche. Was? Oh. Wir öffnen einfach das Journal für den Hawk. Visit the small pig at the pig farm. Okay. Gib mir einen Moment. Ich dachte, ich muss was craften. So, bist du... Du bist Tall Pig? Du bist Small Pig, oder? Ja. You can hear the runty swine squealing even before you see her. Holding her crop high, she busies herself at moshing a cluster of poor workers. I order fed your useless rumps to the meat grinder, you filthy mongrels. Do we pay you to work or to sleep? To recoil from their taskmaster lashes. You don't pay us at all. Stay there, you seem to have gotten an awful lot of use from that grotty old switch. What would you say to a trade? What? A trade? I've had this ripper ever since I was a wee suckling. No way, no how am I giving up my precious little flock. Okay, wir brauchen den Lashmaster 2000. Jetzt haben wir was zum Craften. Oh, okay, wir müssen wieder in den Swamp, aber da müssen wir eh hin, wegen des Wolfs, also nicht so schlimm. Schlimmer sind die Würmer. Redtail, okay. Hieß Village, gell? Ja. Also gehen wir erst zum Village und vom Village aus dann zum Swamp. Habe ich hier direkten Gang? Nee, habe ich nicht, gell? Da geht's zum Village, ja. Da bin ich jetzt fast genauso schnell gelaufen wie teleportiert, also. Ob ich jetzt erst da runter gehe oder hier nach Westen laufe, nimmt sich nicht viel. Was brauchte ich nochmal für Rattenfallen? Snaptrap, okay. Machen wir mal 3 draus, ein bisschen Vorrat zu haben. Zack, zack. Oh, wir kriegen auch das Run and Lard. Sehr gut. Oh, und natürlich der Grund, warum ich überhaupt hier war. Habe ich jetzt alles für dich? Nein, wir brauchen die Skeeter Snout, genau. So, die müssen wir auf jeden Fall jetzt erst holen. Das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt auch dann dementsprechend die Wolf-Geschichte zunächst. Die Frage ist, was brauchte ich nochmal für die Viecher? Entweder war es das Spade Stick, was ich machen könnte, oder es ist so ein Salzding.
was ich nur bedingt machen könnte. Wobei ich bekomme das sowieso im Swamp. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Müssen wir mal schauen. Da ist der Teleporter. Ich gehe davon aus, dass ich keine weiteren Rattenschwänze brauche. Also hole ich jetzt mal doch keine weiteren, sondern hebe die 2 Fallen auf. Weil ich bin mir sicher, die werden wir irgendwann wieder brauchen. Und wir wechseln jetzt mal auf die Wolf-Geschichte, weil wir eh hoch zum Swamp müssen. Mountain Swamp. Okay, und dann müssen wir gucken, wir brauchen die Needles. So, welche von denen gaben mir nochmal die Needles? Ich glaube, die Dinger. Ja, die Skeet Pen. Dafür brauche ich die Smoke-Geschichte. Davon habe ich noch welche. Nice. Die brauche ich nicht. Oh, wir können gleich 2 auf einmal machen. Perfekt. So, nehmen wir mal mit. Natürlich auch die Dinger hier. Und die Dinger hier. Ich würde gerne nochmal so eine Doppelpower haben und 2 auf einmal von diesen Dingern erwischen. Da geht es zu den Dark Wood, wo ich daneben hin muss für die Wolf-Geschichte. Ich würde allerdings gerne nochmal ein paar von den Skeeter-Dingern da erwischen. Und für die war die Baited Stick, genau. Die brachten mir aber im Prinzip, glaube ich, nur Blut. Und Blut habe ich noch. Komm schon, ich will 2 von diesen Stechmücken-Dingern haben. Da ist eine. Leider nur eine. Naja, man kann nicht alles haben. Wir haben aus der einen 2 bekommen, also mit der einen Ding, das ist okay. Wir bereiten das hier auch gleich noch mit vor, weil wir gerade hier sind. Und nun würde ich sagen, gehen wir tatsächlich hoch Richtung Norden. Oh, jetzt wärst du noch hier. Naja. Zu spät. Egal, wir gehen hoch und schauen mal, was der Wolf so mit uns vorhat. Into the Dark Wood. You find yourself looking down the gaping mouth of a gun muzzle. Who's there? Show yourself. Don't you point that thing at me. Oh, yes, ma'am. Sorry, ma'am. It's just so darn dark here. I can hardly see my own shadow. Why do you think they call it the Darkwood? Keep your head on your shoulders, lad. We've got a big bad wolf to bring down. Right, haha. I'm totally not afraid of a vicious 7-foot toy killer who makes his home in the forest as black at night. You need to concentrate on the task at hand. We only have 1 silver bullet. And if the wolf catches even the smallest whiff of your plan, it's curtains for us. Ha, no pressure. So, what exactly is the plan? The wolf is waiting in his cabin. I sneak up and lure him to you with my puppet, just as I did before at the tavern. Meanwhile, you find a good hiding spot and ready your gun. And this time I won't ramp out. I've got the silver bullet. So, do you know which way the wolf's cabin? I can't really make out the path or anything. Let me worry about that. You just get yourself ready. And remember, don't miss. Ob er allerdings missen wird,
seht ihr erst beim nächsten Mal. Es tut mir leid, aber die Episode hat ein Ende. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, bedanke mich fürs Einschalten, hoffe, ihr seid dabei. Wenn es weitergeht, werden wir hoffentlich den Wolf erledigen und im besten Fall auch das Schwein erledigen. Das heißt, vielleicht die nächste Episode könnte schon das Finale sein, je nachdem, wie gut ich mich anstelle. Bis dahin auf jeden Fall noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.